Buddha lehrte uns, wenn die Elemente, wenn die Bedingungen zusammenkommen, dann entsteht Ding. Ja? Und wenn wir Natur oder der Körper auch als diese Ding benennen, dann können wir auch erkennen, dass er aus Elementen entsteht. Und wenn die Elemente zusammen im Gleichgewicht sind, nennen wir das Gesundheit. Ja? Unser Körper ist aufgebaut aus Elementen. Das ist ein Konzept, wie man die Realität ein bisschen näher kommt. Ja? Mit welchen Konzepten wir beschreiben die Realität. Und eine von diesen sind die Elemente. Und in mittleren Sammlung, also mit dem Suten, in den Suten, gibt es Hinweise, wo Buddha auf die Elemente hingewiesen hat. Auch sein Sohn, Rahula, der kleine Sohn, der zu ihm kam mit 7 Jahren, wurde durch den Vater und seinen Schülern, mit Sariputta und ich glaube Moggallana auch, weiß ich nicht genau, Sariputta weiß ich auf jeden Fall, dass er ihm gelehrt hat, den kleinen Rahula. Und später wurde er mit 20, glaube ich, auch Arahat. Also er hat geschafft, auch zu der Realität durchzudringen und die Befleckungen des Herzens zu klären und so die Sicht entwickeln, dass er die Realität erhalten hat und befreit hat sich. Also es ist auch interessant, dass der Buddha eigene Sohn hat gelehrt. Ne? Da waren bei ihm auch Verwandte und Cousins und die Stiefmutter. Also er hatte Familie um sich auch. Die haben alle praktiziert. Es ist für uns diese vielleicht auch gut zu wissen, weil wir ja auch mit unseren Freunden und Familien, wir können auch den Weg zusammengehen. Es ist auch möglich, dass einer oder der andere Interesse entwickelt. Ohne zu missionieren. Ja? Aber wenn wir uns selber verändern, dann sind wir Inspiration für viele Menschen. Die Vergänglichkeit, die jetzt so sichtbar ist, Buddha hat auf die hingewiesen in mehreren Dhamma-Gesprächen. Und sein eigentlich Erwachen beginnt mit dem Erkennen von Vergänglichkeit. Er hat Dukkha, ist es euch Begriff? Dukkha? Ja. Er hat die Dukkha erkannt. Und wenn man Dukkha erkennt, erkennt man auch gleichzeitig, dass alle Dinge unbeständig sind. Dass die in einem Fluss sind, einer Bewegung, nichts Stabiles, nicht Festes. Dass die bedingt entstehen. Diese tiefe Erkenntnis erschreckt auch, ja? Aber auch gibt eine Möglichkeit, dass der Geist von der Illusion, in der er steckt, loslässt. Das heißt, das Erkennen von Dukkha ist gleichzeitig ein befreiendes Moment. An dem Todesbett, Buddha sagte, alle Gestaltungen sind dem Verfall unterworfen. Alle Gestaltungen. Strebt weiter mit Umsicht. Also bemühe euch, ohne Unterlass, zu erkennen die Unbeständigkeit. Dukkha ist Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist Dukkha. Die ganze 45 Jahre nach seinem Erwachen versuchte er unermüdlich, das den Menschen
das zu erklären. Unsere Gewohnheit ist, die Welt, die Dinge und der Körper, alles als eine feste Instanz zu sehen und dadurch auch als meins. Und dann entsteht ich und du. Entsteht ich und du, entsteht auch Trennung. In Wirklichkeit, ja, in einer Ebene der Wirklichkeit sind wir Natur. Der Körper ist Natur. Der Körper ist in dem Universum. Wir können uns nicht aus dem Universum rausnehmen. Wir sind Teil dessen. Ja, und der Körper ist aus Elementen aufgebaut. Genauso wie die Sterne, genauso wie das ganze Universum ist aus Elementen. Aus Wasser, Luft, Erdelement und Feuerelement. Es gibt noch andere, manche Traditionen geben noch Metallelement dazu oder auch Bewusstsein, also Raumelement dazu und Geistelement dazu. Ja? Aber die 4 Elemente, die sind sehr sichtbar und ganz schnell nachvollziehbar. Unser Körper besteht, ich glaube, um die 70 oder über 70% aus Wasser. Jeden Tag müssen wir Wasser reinführen. Wir können ohne Wasser, der Körper kann nicht existieren ohne Wasser lange Zeit. Ja? Das Wasser muss reingeflossen werden in diese Höhle, das wir Mund nennen. Und in den verschiedenen Prozessen wird dann die Flüssigkeiten, das haben wir Blut, wir haben Gallenflüssigkeit, wir haben verschiedene Schleime, wir haben Urin, also wir haben alles, was so flüssig ist. Ja? Es ist auch Wasserelement. Es sind noch andere Teile drin, aber Wasserelement ist das. Ja? Das ist es. Ja, was ist es aus diesem Wasser, die da hier zu dem Mund kommt? Ne? Das ist das Wasserelement in dem Körper. Auch die dann hier sich so sammelt in Beinen, wie heißt das? Das Wasser in den Beinen. Die Lymphe. Ja, die Lymphe und alles weiter. Ja? Da wird auch Transport weg. Ja? Wasser wird es auch als Transport weg, so wie auf dem River, auf dem Fluss werden noch verschiedene Sachen transportiert, genauso im Körper. Das Wasser wird als Transport benutzt im Körper. Ein Element. Dann gibt es Feuerelement, ja, die Temperatur. Wir wissen, die Temperatur auch, der Feuerelement existiert im Körper genauso. Also wir merken, dann ist es Wärme und Kälte und ist es auch ohne Feuerelement wird keine Verdauung funktioniert. Also sehr wichtiges Element. Ja? Wenn der Verdauung nicht funktioniert, die chinesische Medizin schaut, ob das Feuerelement im Gleichgewicht ist. Man kann es helfen ein bisschen. Dann gibt es Erdelement, ja? Die Zähne, dann die Knochen und alles fest, was sich fest einfühlt, ist zugeordnet dem Erdelement. Aber die Elemente sind verschieden beschrieben in den Sutren. Wir werden noch kurz darüber auch noch sprechen. Und dann gibt es noch Luft, Feuer, Luftelement. Ja? Luftelement. Der Luftelement. Ohne Luftelement würde der Körper sich nicht bewegen. Ja, das war mir auch sehr, hat mich erstaunt. Das ist der Luftelement, der die Bewegung erlaubt. Ja? Luft ist nämlich Bewegung. Und diese Elemente, wenn wir in Meditation, in ruhigem Geiste, wenn wir betrachten, der Buddha hatte keine Bücher. Ja? Er hat alles beobachtet. Er hat reflektiert, beobachtet. Und er hat beobachtet im Inneren.
Er hat den Körper im Inneren beobachtet. Er hat den Geist im Inneren beobachtet. Es gibt noch Raumelement, das man auch beschreibt. Raumelement zum Beispiel ja, in dem Bauch oder hier auch ist Raum in dem Mund und in dem allem dazwischen, zwischen den Zellen, Molekülen und so weiter. Im Bauch ist es Raum. Ja? Und diese ganze Erkennen, wenn wir den Körper wirklich erkennen, erkennen wir das ganze Universum. Wir müssen nicht nach außen den Geist richten und da, weil das ist so vieles, ja, das kann man sich verlieren auch. Man kann das ganze Universum in den Körper erkennen. Ne? Wir können verschiedene Erkenntnisse haben auf dem Weg, dem meditativen Weg. Verschiedene Sichtweisen entwickeln. Alles, was den Geist noch als meins betrachtet, ist noch der Weg nicht zu Ende. Ja? Mit alles sollte er loslassen. Und er kann nur loslassen, wenn er wirklich tief durchschaut. Er kann nicht mit dem Kopf loslassen. Er kann nicht loslassen, wenn er rezitiert, er kann Wochen, Monate, Jahre lang rezitieren. Wenn er nicht erkennt, wird er nicht befreit. Er kann sitzen Jahre, Monate lang, wenn er dann nicht weiß, was er tut bei dem Sitzen, wird er nicht erwachen. Nur durch Erkennen, durch Reflektieren und durch Erkennen lässt er los. Das, was so sehr berühmte jetzt, auch fast Floskel ist geworden, lasse los. Es kann nicht geschehen, wenn der Geist nicht auf tiefen Ebenen erkennt Realität. Ist es nicht möglich, dieses Loslassen auf diesen tiefen Ebenen. Und aus diesem entstehen alle Gewohnheiten, ja, sind Gewohnheiten. Ja, wie wir reagieren auf Stress, auf die Erkrankungen, ja, viele Erkrankungen kommen aus diesem, weil mit Emotionen und so weiter Identifikation ist. Und wenn es nicht Identifikation, es gibt keine da Beschwerden, kommen Krankheiten, das kann man nicht jetzt ganz aufheben. Ja? Aber da, wo der Geist noch irgendwelche Identifikation hat, kommt sogenannte Psychosomatik und das sind ganz große Teil von unseren Erkrankungen. Ja? Es ist geistige Ding. Es ist aber nicht einfach, davon loszukommen. Das ist es nicht einfach. Es ist sehr harte Arbeit. Mit viel Disziplin und viel Entsagung. Wenn wir die Elemente je tiefer wir erkennen, desto mehr lässt er los. Da kommen die Ängste weg. Ja? Aber diese ganzen Sachen, wenn wir so tief betrachten, werden wir immer näher der Realität kommen. Dann lässt er los und dann hat er keine Angst, alt zu werden. Und am Ende keine Angst zu sterben. Hat er wirklich alles tief erkannt und losgelassen, weil es ist nicht möglich, auch festzuhalten, das erkennt er auch. Alles ist leer. Es gibt keine feste Instanz. Wenn man Vergänglichkeit tief erkennt, gibt es keine feste Instanz. Ein Fluss, ja? Wenn wir so einen Fluss, den Donau beobachten, ja? Gibt es Donau wirklich? Gibt es Donau wirklich? Es sind Wassertropfen, die zusammenkommen. Ja? Und es gibt einen Raum, wo die Wassertropfen zusammen sich bewegen. Wenn man einen Wassertropfen aus Donau nimmt und rein tief in diese mikroskopiert, ja, und immer tiefer mikroskopiert, wird man auch schauen, was ist ein Wassertropfen, wenn wir Wassertropfen betrachten. Welche ist chemische zusammen, wisst ihr noch? H2O, ich glaube, ne? Man kann auch das schon sehen, ja?
Wassertropfen entsteht oder Wasser entsteht aus anderen Elementen zusammen. In Wirklichkeit gibt es kein Wasser. Wo ich das erkannt habe, das war so eine Erleuchtung, kurze Erleuchtung. Es gibt kein Wasser in Wirklichkeit, nur wenn Dinge zusammenkommen. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, ja, auch dieses Wasser in diesem Körper ist aus diesen Dingen, die zusammenkommen, H2O. Und Erdelement genauso. Feuer, ja, wenn wir Feuer betrachten, ja, die braucht verschiedene Dinge, dass da Feuer entsteht. Braucht Luft, ja, ohne Luft gibt es kein Feuer. Die braucht auch Bedienungen. Und wenn wir so alles anschauen und reicht tief reinzuschauen, dann bekommen wir auch Freude an dem Forschen und Erforschen. Dann werden wir richtig zum Dhamma-Forscher. Dann erforschen wir die Realität. Und das macht enorm Spaß und wird nie langweilig.